Wenn ihr mich fleißig auf Instagram verfolgt, dann habt ihr vor einigen Monaten bereits dieses Video gesehen. Da habe ich das erste Mal Enduro-Fotos gemacht und weil das eigentlich ein richtig cooler Tag war und die Bilder richtig cool geworden sind, dachte ich mir, es ist es wert, euch noch ein bisschen davon zu erzählen und nicht nur dieses Kurzvideo zu posten, sondern noch ein kleines ausführlicheres Video darüber zu machen. Dadurch, dass ich noch nie Motorsport fotografiert habe, waren die ersten Sprünge nicht nur für den Fahrer zum Eingewöhnen, sondern auch für mich, dass ich genau die richtigen Kameraeinstellungen herausfinde und mich auf den Vorgang des Springens einstellen kann. Das Wetter war an sich eigentlich top an dem Tag, allerdings dadurch, dass wir die ganze Zeit im Wald geshootet haben, wurde natürlich viel Licht geschluckt von den Bäumen. Mein ISO-Wert lag die ganze Zeit, also wenn wir wirklich drin im Wald waren, bei 1250, 1600. Ich glaube, ich bin einmal sogar bis 2000 hochgegangen. Bei den ersten Sprüngen habe ich auch gemerkt, wie schnell oder wie kurz ich meine Belichtungszeit einstellen sollte. Die lag dann bei ca. 1250, 1600. So in der Dreh, damit konnte ich gut arbeiten. Bei einer Blende von mindestens 5, 6, manchmal 6,3. Am Ende konnte ich auch auf 9 hochgehen. Das hängt natürlich immer davon ab, wie ist eure Umgebung, wie viel Licht gibt eure Umgebung her, wie viel Licht wird geschluckt und welches Wetter habt ihr überhaupt. Der erste Sprung zum Einspringen und zum Probieren meinerseits bestand aus einer Absprungrampe und auf der anderen Seite ging es dann leicht bergab. Hier haben wir uns erstmal aufeinander ein bisschen eingespielt, beziehungsweise ich musste mich eher darauf einspielen, welche Einstellungen ich nutze und aus welcher Perspektive ich am liebsten fotografiere. Diesen Absprung haben wir auch aus 2 verschiedenen Blickwinkeln einmal fotografiert, einfach auch um die Lichtverhältnisse im Wald zu testen. Bei den zweiten und dritten Sprüngen ging es schon deutlich höher und deutlich weiter hinaus. Da hatten wir vor Ort zweimal ein Double über eine ziemlich große Distanz, wie ich fand. Und dadurch waren die Sprünge auch sehr weit, sehr hoch, sehr interessant. Dann gab es vor Ort einen riesigen Steinvorsprung. Also im Prinzip hatten wir den Stein und dann ging es direkt den Abhang runter. Das heißt, diesmal war es kein richtiger Sprung, sondern eher ein Anfahren und kurz bevor das Motorrad absackt, das Foto machen. Da haben wir etwas länger gebraucht, als ich gedacht hätte. Das war schwieriger als die Sprünge tatsächlich einzufangen, zumal dort die Lichtverhältnisse auch nicht so geil waren, aber trotzdem die Bilder können sich sehen lassen. Was wir auch probiert haben, war ein Stoppie mitten im Wald, auf dem Laub gar nicht mal so einfach, würde ich sagen. Aber natürlich hat das auch geklappt, denn auch da sind gute Bilder entstanden. Anschließend sind wir zu einem Holzhaufen gegangen und ich habe versucht, das Darüberfahren einzufangen. Was gar nicht mal so einfach ist, mit so einer Maschine über leicht rutschige Baumstämme drüber zu kommen. Auch hier sind eine meiner Lieblingsfotos von dem ganzen Shooting entstanden.
Dann kam eigentlich mein Highlight für den ganzen Shooting-Tag, denn da war dieser riesige Stein und wir wollten versuchen, den Absprung von dem Stein zu fotografieren. Mein Fahrer ist angefahren, mit dem Vorderrad gegen den Stein geditscht, hochgesprungen, dann mit dem Hinterrad auf dem Stein aufgesetzt und ist dann runtergesprungen. Und diesen Vorgang, den wollte ich gern fotografieren. Dort hatten wir auch das beste Licht. Und da ich dann auch gut eingeschossen war, war es ebenso einfach, den richtigen Moment zu treffen. Und auf die Bilder bin ich auch sehr, sehr stolz. Ich hatte in meinem Kopf noch eine andere Szene, wovon ich nicht wusste, ob wir das überhaupt umsetzen konnten. Und wir haben es an einer Stelle probiert. Leider war es nicht so, wie ich es gern gewollt hätte. Ich wollte am liebsten noch ein Bild haben, wo man einen Erdhaufen oder Sandhaufen entlang fährt und dann hinten eine riesige Wolke Dreck und Sand aufgewirbelt wird. Ja, es gibt ein Foto, wo wir es probiert haben, aber es war eben nicht so, wie ich es in meinem Kopf mir ausgemalt hatte, weil einfach die Gegebenheiten nicht da waren. Nichtsdestotrotz bin ich extrem zufrieden, wie der Tag gelaufen ist und wie die Bilder rausgekommen sind. Es ist einfach fantastisch. Ich habe richtig Blut geleckt bei der Sache und ich freue mich in Zukunft vielleicht noch weitere Motorsportaktionen begleiten zu können. Es war auf jeden Fall eine neue Erfahrung, es war eine richtig coole Erfahrung und ich würde es auf jeden Fall jederzeit wieder machen. Wenn ihr jetzt auf meinen Instagram-Account guckt, da findet ihr auch noch von einer zweiten Enduro-Session weitere Fotos. Also da schnell rüber, wenn es euch interessiert. Ansonsten bedanke ich mich fürs Reinschauen. Ich hoffe, die Location und die Art des Videos hat euch gefallen. Lasst mir gern ein Like da und ein Abo und wenn ihr wollt auch noch einen netten Kommentar. Da freue ich mich drüber. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Oh no! Jetzt ist Kacke, oder? Bleibst drin. Das war ja richtig clever. Wenn nicht, Photoshop ist wieder ganz Ding. Na klar. Super Ding. Einfach umgefallen, die Kleine. Oh, die Arme. Schatzi, lebst du noch? Ja.